Hi Leute, willkommen zu Dragomir Baut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles rund um den Labwaffenbau. Heute gibt es mal wieder so einen kleinen Tipp. Und zwar, ihr kennt es ja, wenn man so Metallbeschläge um irgendwas drumherum macht, also wie so ein Band. Da habe ich euch schon mal so ein paar Tricks verraten, wie man die Linie dann, dass das alles bündig ist. Aber ich habe wieder einen neuen Trick für euch. Wenn es euch interessiert, bleibt dran. Wir sehen uns. So Leute, ihr kennt das ja. Wenn man irgendwo drum halt so ein Band machen will. Ich hoffe, das kann man gut sehen. Und zwar kann man das mit einer Schere ganz toll machen. Und zwar habt ihr ja quasi hier diese Kante. Na? Ich hatte ja schon mal euch gezeigt, dann mit den zwei Linien. Das geht auch eigentlich relativ gut bei längeren Sachen. Aber man kann halt auch bei so kürzeren, das ist jetzt eine ziemlich kleine Schere, bei einer normalen Schere, also bei einer richtig großen, kann man das in einem durchmachen. Dann legt man das einfach wieder ran, nimmt die Kante quasi von der unteren als Anschlag und knabbert sich hier durch. Und siehe da, das Ding passt wie angegossen. Machen wir ein bisschen Kleber drauf. So. Wie gesagt, kann man Pateks machen oder halt Heißkleber. So. Noch so ein bisschen beidrücken, dass er doch wirklich ganz bündig sitzt. Aufpassen, wenn er zu viel Kleber drauf, dass er euch nicht die Finger verbrennt. Und schon habt ihr einen sauberen Übergang. Ja? Und das mit so einer kleinen Schere. So Leute, das war mal wieder nur so ein kleiner Tipp, was man mit so einer Schere machen kann. Da gibt es natürlich auch noch andere Möglichkeiten, aber ich will euch nicht alles auf einmal verraten. Ne? Sonst guckt ihr bei mir hier nachher nicht mehr. Also Leute, dann wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag. Und wir sehen uns bei einem meiner nächsten Videos. Wir sehen uns.